Also, ich habe ja schon eine Menge Autos gesehen, aber bei dem Auto, da haben sie es mir die Ohren geschlackert. Ganz ehrlich, den Wagen muss ich euch vorstellen. Das ist der Longmar dabei. Und ganz ehrlich, beim ersten Blick denkst du doch, boah, ey, das ist ein europäisches Luxuswohnmobil. Große Alkoven, moderne Front, riesige Ausstattungsliste und dann kommt der absolute Hammer und das ist der Preis. Dieses chinesische Wohnmobil gibt es umgerechnet für unfassbare 72.000 Euro. Ja, und spätestens jetzt, da drehst du doch durch. Denn wir reden hier nicht über irgend so einen nackten Basiscamper. Wir reden hier über ein Fahrzeug mit einer Batteriegröße von über 20 Kilowattstunden. Also zum Vergleich, klassische Wohnmobile in Europa, die fahren teilweise noch mit kleinen AMG-Batterien rum. Und hier steckt schon fast eine Größenordnung drin, die ein kleines Elektroauto hat. Und dazu kommen noch, schaut euch mal das Dach an, 1770 Watt Solar. Es ist so unfassbar. Und das zu dem Preis. Außerdem hat das Teil noch eine Waschmaschine mit Trocknerfunktion, 60 Zoll Projektor fürs große Kino, elektrische Hubstützen für stabilen Stand, 6 Schlafplätze, 8-Gang-Automatik, also eine komplette Vollausstattung. China baut inzwischen nicht nur billig, die bauen aggressiv, mit extrem viel Technik und maximaler Ausstattung. Und dann denkst du doch wirklich, wie lange dauert das noch, bis solche Fahrzeuge nach Europa kommen? Deshalb drückt den Daumen nach oben, drückt das Glöckchen und abonniert unseren Kanal. Wir halten euch auf dem Laufenden, wann wir die ersten chinesischen Autos auch in Deutschland kaufen können und vor allen Dingen auch zu welchem Preis. Ja, Alkovenfahrzeug. Es gibt vorne halt einfach einen großen Alkoven mit einem großen Fenster, um auch in den Sternenhimmel schauen zu können. Natürlich gibt es auch in diesem Fahrzeug wieder ein Überwachungssystem für die Kameras, ein Bordcomputer, ein Hauptschalter. Das ist hier jetzt mal sehr zurückhaltend. Die Bedienpanels für den Slideout bzw. für beide Slideouts. Darüber ist eine kleine Klimaanlage, Mikrowelle, eine winzig kleine Kücheninsel, die ich allerdings erweitern kann mit einem kleinen Feld. Schubkästen. Bei Chinesen ist es halt so, dass sie anders kochen, andere Kochgewohnheiten haben als wir. Das ist halt immer ein bisschen verschieden oder beziehungsweise schwer auch zu verstehen für europäische Camper. Denn hier ist es in der Regel so, dass man sehr viele elektrische Geräte hat, wie eine Kochplatte, einen Reiskocher, einen Elektrowok, eine Fritteuse und entsprechend gibt es hier halt Strom und dann kann ich hier meine technischen Geräte hinstellen und mit Strom kochen. Denn natürlich ist auch hier in diesem Fahrzeug sehr, sehr viel Strom vorhanden. Hier im Eingangsbereich noch einen kleinen Sitzhocker, da kann ich mich hinsetzen, weil hier habe ich die Möglichkeit, meine Schuhe unterzubringen. Und dann kann ich mich hier kurz hinhocken, um mir meine Schuhe anzuziehen. Das Fahrzeug ist auf Iveco-Basis als Automatik, auch mit einem digitalen Rückspiegel. Hinterm Fahrer habe ich nochmal ein paar Staufächer, um was unterzubringen. Auch dieses Auto hat hier wieder ein Slideout. Deswegen habe ich hier auch entsprechend Platz. Die Sitzgruppe ist halt im Slideout. Darunter habe ich nochmal Staumöglichkeit, um was zu verstauen. Den ganzen Bereich kann ich absenken. Und ihr seht da hinten schon die Wasserkanister, Trinkwasser. Denn hier versteckt sich nochmal ein kleiner Wasserkocher. In die Platte integriert. Das heißt, der kriegt von unten Wasser. Der zieht von unten Wasser. Du kannst auf den Knopf drücken, Wasser wird gekocht. Und die ganze Kanne steht hier fest installiert. Also ganz spannendes Konzept. Kennen wir bei uns halt nicht so, dass man die Wasserversorgung unten hat und der Teekessel das Wasser gleich zieht.
Hier haben wir nochmal ein paar Lampen, nicht nur eine Wutenbeleuchtung in der Schiene, sondern auch ein paar Punktstrahler, um was auszuleuchten. Es ist ein Kühlschrank hinter der Sitzgruppe. Die Sitze sind natürlich auch schon wieder hier extra Komfortsitze zum Fahren. Im Heck ist ein Slide-Out. Staufächer. Nochmal zusätzliche Staufächer. Ringsrum Fenster. Für die Privatsphäre mit dem Vorhang zuzuziehen. Kleiderschrank mit einer ausziehbaren Kleiderstange. Darunter Schubkästen, um was zu verstauen. Unterm Bett Zugänglichkeit hinten in die Heckgarage. Die ist natürlich auch von außen von beiden Seiten zugänglich. Großer Spiegel. Dann haben wir das Badezimmer mit einer kleinen Schmiedtoilette, einer Duscharmatur in schwarz gehalten. Nochmal eine kleine Kleiderstange, um nasse Klamotten hier aufzuhängen. Handtuchhalter, Staumöglichkeiten drüber, ein Waschbecken. Da drunten habe ich nochmal hier die Zugänglichkeit zur Technik, mache ich jetzt nicht auf. Tretford-Toilette. Mikrowelle über der Küche. Und natürlich mit ein Highlight ist hier die Decke mit dem kleinen Sternenhimmel hier. Und natürlich kann ich auch unterschiedliche Lichtszenarien einschalten. Entweder nur den Sternenhimmel, ihr seht hier auch dann kleine Sternschnuppen. Also ist es nicht nur permanent wechselndes Licht bei diesen Sternchen, sondern hier fliegen auch ab und zu mal ein paar kleine Sternschnuppen durch das Bild. Staufächer hier auch drüber. Und abends kann man dann hier das große Kino anschmeißen. Denn hier ist nochmal ein Beamer. Hier hinter die Leinwand, die ich runterlassen kann. Finde ich immer nicht ganz so praktisch, weil theoretisch immer nur 2 Leute die Möglichkeit haben, dann hier großes Kino zu genießen. Die haben immer gar nicht mehr da die Möglichkeit mitzugucken. Es wäre aus meiner Sicht immer ein bisschen praktischer, das da dann irgendwie zu generieren. Dann können zumindest alle, auch wenn sie ein bisschen seitlich gucken müssen, auf die Leinwand schauen. So können es immer nur 2. Aber gut, wenn du mit so einem Auto zu zweit unterwegs bist, zu zweit reist, haben auf jeden Fall beide ausreichend Platz hier. Genug Bettgröße, um sich auch gut aus dem Weg gehen zu können. Einmal hier oben im großen Alkoven oder halt hinten im Heck mit dem Slideout. Übrigens, man muss die Slideouts nicht ausfahren. Man kann halt natürlich auch theoretisch das ganze Fahrzeug ohne die Slideouts nutzen. Dann ist es halt die Hälfte hier des Bettes. Und beim Slideout draußen hat man hier dann halt einfach einen schmaleren Gang und nicht mehr diesen Tanzbereich. Aber man muss die Slideouts nicht ausfahren. Das ganze Ding funktioniert hier auch, wenn das alles im Auto bleibt. Also wenn ich mal irgendwo parke, wo es nicht angebracht ist, dass ich mit dem Slideout dann da stehe, brauche ich den Slideout auch nicht unbedingt, sondern das ganze Konzept funktioniert auch ohne Slideout. Dann habe ich hier nochmal ein paar Rivi-Klappen. Also ich komme hier auch an die beiden Tanklösungen ran. Sowohl den Frischwasser- als auch den Abwassertank. Und ansonsten habe ich hier in der Küche auch nochmal hier oben eine Steckdose. Hier ist nochmal eine Steckdose. Also ich habe auch genug Steckdosen hier, um wirklich auch dann meine gesamten Geräte zum Beispiel zum Kochen hier zu nutzen.
Und wie gesagt, ist ganz spannend. Guckt ihr das mal an, wie Chinesen im Camper kochen. Es ist halt so, was halt einfach ein bisschen angebraten werden muss, was man halt einfach in der Pfanne anbrät, ist meistens bei den Chinesen auch sehr öllastig und natürlich auch mit entsprechenden Gewürzen. Und genau diesen Geruch, den will man hier im Auto nicht haben. Das soll hier nicht so reinziehen. Und deswegen gibt es halt die Möglichkeit, draußen vor dem Fahrzeug zu kochen, beziehungsweise zu braten, nicht zu kochen. Gekocht wird hier drin, gebraten wird draußen. Und zwar hier ist ein kleines Kochfeld mit Diesel. Also hier wird Diesel vom Auto genutzt, aber ich habe auch die Möglichkeit, hier mit Strom nochmal zu kochen. Und auch hier eine riesen Küche, kann ich alles ausklappen und ausziehen und das verschwindet dann alles hier in der kleinen Öffnung. Dann ist dann halt die gesamte Küche, die ich hier rausgebaut habe, auch weg. Ja, weil Kochen ist in China natürlich auch immer ein Event. Also jetzt zum Beispiel, guck mal, mit der Familie wird halt Hotpot gegessen zum Beispiel. Und ja, Kochen ist halt wie gesagt anders in China. Also für mich ist dieses Fahrzeug ein absolutes Messe-Highlight und ich habe keine Ahnung, wie die das mit den Preisen bekommen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch so ein Fahrzeug kaufen würdet und vor allen Dingen zu dem Preis.